Nachhaltigkeit ist so viel mehr als nur Bio und Öko einkaufen und auf Plastikverpackung zu verzichten. Nachhaltigkeit findet auch im Inneren statt, wie wir mit uns umgehen, wie unsere eigene Ökologie ist und wie wir mit unseren Ressourcen haushalten. Ihr wisst schon, wenn ihr mir länger folgt, dass ich immer wieder große Parallelen sehe zwischen unserem Inneren, unserem Innenleben, unserer Psyche, unserem Körper, aber auch der Umwelt draußen, denn auch wir sind ein Stück Natur. So ist es sehr sinnvoll in meinen Augen, erstmal das zu nutzen, was wir schon haben. Diesen Tipp liest man häufiger, wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Kauf nicht neu, nimm erstmal das, was du schon besitzt. Und auch ich bin ein großer Fan davon und versuche es immer wieder. Aber was ist mit unserem Inneren? Da ist der Trend eher in die Richtung, uns immer mehr Wissen anzueignen, immer mehr Fähigkeiten, immer besser zu werden. Aber auch da können wir sehr viele Ressourcen sparen, bündeln und für andere, vielleicht wichtigere, sinnvollere Dinge nutzen. Wenn wir da auch nutzen, was wir schon haben, was wir schon sind. Ja, das war richtig schön, den Salbei zu ernten. Ist ja nicht richtig. Ernten wäre ja eigentlich, wenn man es aus dem Beet rausnimmt. Aber den getrockneten Salbei nun in dieses Glas zu tun, das ist eine unglaubliche Salbei-Duftwolke hier. Es riecht unglaublich gut und intensiv. Und ich habe festgestellt, dass die Stängel, die Stiele von dem Salbei auch noch sehr aromatisch sind. Aber in meinem Tee wollte ich sie nicht so ganz unbedingt gerne haben. Und da habe ich mir überlegt, dass ich meiner Mutter ein Duftsäckchen bauen werde mit diesen Salbei-Stielen. Und das kann sie sich dann auch immer wieder neu weiter befüllen, wenn ich dann von der Minze den Salbei oder von anderen Kräutern die Stiele übrig habe. Und so kann sie ein sich immer wieder erneuerndes Duftsäckchen von mir bekommen. Denn dann dachte ich mir, ist das ein sehr, sehr schönes, gutes Geschenk für sie. Ihr wisst ja, für mich als Minimalistin ist Geschenke machen immer so eine besondere Geschichte, dass ich ein bisschen schwierig finde, Dinge zu verschenken, die man so gar nicht braucht oder so gar nicht mag oder die so Einwegartikel sind, so Duftsäckchen, die man nicht nachbefüllen kann, die man dann wegwerfen muss. Das trifft auch so meinen Nachhaltigkeitsgedanken nicht so. Aber so gefällt mir das so richtig gut und ich freue mich schon sehr darauf, ihr damit eine Freude machen zu können. Und jetzt werde ich nochmal gucken, dass ich ein bisschen Stoff finde. Stoffreste habe ich auf jeden Fall noch. Und daraus werde ich dann mal schnell ein Säckchen nähen und den überschüssigen Salbei-Abfall da reinfüllen. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich darüber, eine so gute Idee gehabt zu haben. Warum müssen wir immer noch besser und noch besser werden, noch effizienter,
noch strebsamer, noch motivierter, wenn wir das doch schon zu einem guten, großen Portionchen sind. Und vermutlich reicht das auch schon aus. Zu sein, wer man ist und Ressourcen da reinzustecken, das zu erkennen und seine großartigen Eigenschaften, seine Einzigartigkeit, seine Großartigkeit zu erkennen und zu feiern, das lässt uns aufblühen und ist eine sehr gute Investition. Zu sein, wer wir sind und zu nutzen, was in uns steckt, ist kein Zeichen von Schwäche oder mangelndem Selbstverwirklichungsdrang. Es ist eher ein Zeichen von Selbstliebe. Ich muss nicht ein anderer Mensch sein und werden. Ich kultiviere meine eigene Großartigkeit und nutze, was schon in mir steckt. Hallo ihr Lieben! Ja, eine weitere Woche ist vergangen und wir waren krank in der letzten Woche, aber gar nicht so sehr. Es ging sehr schnell wieder vorbei und waren eigentlich nur wirklich jeder so ein paar Stunden so, dass wir uns nicht gut fühlten und die übrige Zeit war einfach noch so ein bisschen Nachwehwehchen, aber eigentlich war das nicht weiter der Rede wert. Aber Schwäche war natürlich da und allgemeines Krankheitsgefühl hatten wir schon. Und da war für mich in dieser Woche ganz tragend, ja, mich gut um mich zu kümmern und dieses Mal auch auf ganz anderen Ebenen, als ich das in den letzten Jahren so gemacht habe. Früher habe ich mich viel umfassender um mich oder um andere gekümmert, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen angesetzt und das habe ich so ein bisschen verloren. Und so habe ich jetzt angefangen, wieder auf eine andere Art für mich zu sorgen. Ich habe mich sehr über meinen Salbei-Sirup gefreut, den ich neulich hergestellt habe. Der hat mir sehr gut getan und auch sehr lecker geschmeckt. Und so habe ich ganz viele tolle Erfahrungen gemacht und auch feststellen dürfen, dass es sehr angenehm sein kann, krank zu sein. Was nicht bedeuten soll, dass es schön war oder ich es wieder gerne so hätte. Ich bin sehr froh, dass ich inzwischen wieder hergestellt bin. Aber man kann sich auch während Krankheit einigermaßen wohlfühlen. Das ist mir in den letzten Jahren tatsächlich abhanden gekommen. Ich habe mich eher immer da so durchgequält und schon Hilfsmittel eingenommen, Arzneimittel, gleich welcher Art, auch je nachdem, was dann angesagt war. Um meinem Körper da Unterstützung zukommen zu lassen. Aber es war eher die Idee dahinter, was braucht mein Körper, wo muss ich ihn unterstützen, was könnte es vielleicht sonst auch gefährlich werden, wenn ich das und das nicht nehme, sowas in der Art. Also weniger der Gedanke, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mich jetzt trotz Krankheit gut fühle. Diesen Anspruch hatte ich gar nicht. Es war eher immer so, ja, wenn man krank ist, dann ist man halt krank und dann muss man sich auch nicht gut und wohl fühlen. Das stimmt sicherlich auch eine Art, aber wenn man dafür sorgt, dass man sich trotz Krankheit irgendwie wohlfühlt, so gut es denn geht, habe ich festgestellt, vergeht es sehr viel schneller. Erstaunlich schnell. Ich war tatsächlich am kürzesten von uns allen krank und das, obwohl ich eigentlich sonst immer alles gerne mitnehme und auch sehr ausgeprägt und ausgeprägter als alle anderen, habe ich das als sehr heilsam empfunden, tatsächlich dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, trotz meiner Krankheit. Und das war für mich eine sehr wertvolle Erfahrung und ein ganz wichtiger Wandel in meinem Kopf, ein Anspruch an mich selbst, aber auch ein Akt der Selbstliebe, mir zu erlauben, mich gut zu fühlen, beziehungsweise zu sagen, auch während Krankheit darf ich mich gut fühlen.
das darf so sein. Irgendwie ist das so ein bisschen durchgegangen mit diesem Trend, der sich so entwickelt hat. Auch der Trend, Medizin muss helfen und nicht gut schmecken. Das stimmt schon, aber sie darf auch gut schmecken. Dass man da irgendwie so sehr wenig Anspruch an sich selbst hat und an sein eigenes Leben, an sein eigenes Befinden, das finde ich sehr schade. Und das ist mir während dieser kurzen Erkrankung deutlich geworden, dass auch das ganz viel mit Selbstliebe zu tun hat und, wie ich finde, sehr wichtig ist, da den Fokus darauf zu setzen, dass das Wichtigste ist, dass wir uns gut fühlen. Wie bei allem anderen auch, wie im Yoga, bei der Arbeit, im Privatleben. Das Wichtigste ist, dass wir uns gut fühlen und darauf sollten wir den Fokus setzen, nicht auf das Endziel. Das heißt, wenn ich das Endziel habe, gesund zu werden, dann fühle ich mich wahrscheinlich den ganzen Weg dahin ziemlich schlecht. Wenn ich aber den Fokus darauf lege, mich jetzt gerade gut zu fühlen oder mindestens deutlich besser, dann werde ich auch gesund. Wahrscheinlich noch sehr viel schneller, wie ich erfahren habe. Aber der Weg dahin ist sehr viel angenehmer. Und so ist die Aufwertung, dass man die Ansprüche nicht zu niedrig hält, sondern dass man das so ein bisschen aufwertet und dass sich selbst wert ist, einfach nur hilfreich und einfach nur gut und kein bisschen hinderlich, kein bisschen verlangsamend oder so etwas. Also ja, eine super wertvolle Erfahrung für mich, die mich wieder so ein bisschen zurückbringt zu dem Menschen, der ich früher mal war, ehe ich in diesen ganzen Leistungswahn oder ehe ich darauf reingefallen bin, auf diese ganze Leistungsmentalität, die unsere Gesellschaft, unsere Zeit so prägt und eingenommen hat. Also ich hoffe, dass ich dir ein bisschen was mitgeben konnte und dich auch ein bisschen inspirieren konnte. Wie immer, schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie eure Woche so war, was bei euch so entscheidend los war, euch die Woche schöner, leichter, besser gemacht hat. Und ich werde jetzt mal, ich sehe schon, meine Augen sind schon ganz klein, weil es hier ziemlich hell ist, auch wenn man das auf dem Video nicht so sieht. Das sieht ziemlich düster aus, aber es ist sehr hell, dass mich das recht deutlich blendet und deswegen habe ich auch solche Schlitzaugen. Also, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag, ein ganz schönes Wochenende oder wann auch immer du dieses Video siehst. Mach es ganz gut und wir sehen uns im nächsten Video oder komm auch gerne bei Instagram vorbei. Da können wir uns dann direkt verbinden. Mach es gut. Tschüss.